Cereza and the Lost Demon. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf dem Kanal. Wir spielen Cereza and the Lost Demon. Bayonetta Origins, tatsächlich die Vorgeschichte von Bayonetta 1 bis 3. Bayonetta 1 habe ich gespielt, 2 und 3 stehen auch in meiner To-Do-Liste. Und ja, ich musste aber unbedingt Cereza and the Lost Demon spielen. Als es erschienen ist. Ich bin voll aufgeregt. Ich freue mich schon so lange auf dieses Spiel. Und ja, ich habe die Bilder gesehen zum Spiel und dachte mir, oh Gott, es ist so schön. Wir müssen das spielen hier auf dem Kanal. Und ja, ich wollte jetzt erstmal Harvestella beenden. Deswegen habe ich mich jetzt gezwungen, eine Woche zu warten, obwohl das Spiel schon da war. Aber ja, starten wir einfach mal. Und lassen uns verzaubern, verhexen. Ich bin sehr gespannt, was uns erwartet. Seiten werden umgeblättert. Long ago, there existed two clans, the Lumen Sages of Light and the Umbra Witches of Darkness. Together they controlled a mysterious power. The clans put in place strict laws to ensure that strife would never consume them. But a pair of star-crossed lovers broke this rule, and a child was born with the blood of both sage and witch. It was a beautiful baby girl. As punishment for their forbidden love, the pair were torn asunder. The girl's sage father was exiled to a far land, and her mother locked away in a solitary jail. The witch clan took in the young girl, but she grew up shunned as a pariah, cursed by the circumstance of her birth. Her one comfort was the nights she snuck into the village jail to visit her mother's cell. Her mother passed each grueling day barely able to so much as move in her cold cell. But when her daughter came to visit, the witch always showed her a loving smile. But even this small happiness eventually came to an end. On the night of the girl's 10th birthday, her mother was to be moved to a deeper cell, where even the faintest memory of daylight could not reach her. In desperation, the girl tried a daring rescue, but with only a child's strength, the attempt was in vain. More alone than ever before, the young girl clung to all she had left, a stuffed cat named Cheshire, which her mother had made for her long ago. Many moons have since passed. Turning her back on the village, the girl was taken in by an exiled witch who lived on the outskirts of town. Under her strict guidance, the girl continued to train in the ways of the dark arts. She was determined to be a powerful witch and one day save her mother. Her name was Cereza. I've got to hurry. Ja, und da sind wir in-game. Wir nehmen das kurze Tutorial mal mit. Mit der L bewegen. Und ich liebe den Grafikstil. Something's there. Dieses Gezeichnete. Es ist so wunderschön. This place. A sorry child. Oh oh. Lass mich in Ruhe, böse Augen. Bis hierhin habe ich übrigens gespielt, nur um die Lautstärke mal zu testen.
weil ich meine Mutter retten werde. Away. She can't be trusted. Und ich liebe es übrigens, dass die Katze Cheshire heißt. Wie die Grinsekatze aus Alice im Wunderland. Kann ich schneller laufen? Nein? Verdammt. Alle gucken sie uns böse an. Die Schatten wollen uns verschlingen. Nein! She'll bring misfortune on us all. Leave me alone. Mommy. Hey! Wer schreit denn da nach uns? What do you think you're doing? Cereza, you're almost out of time. This is your last chance. If you don't hurry, you may never see your mother again. Wer ist sie? John, Oh, I can't. ich glaube, sie ist doch eine der, die man trifft, auch schon in Bayonetta 1. Glaube ich. Oh, you big baby. Come on, I'll lead the way. Cereza! Also ich kann hier nicht mit sehr viel Vorwissen glänzen. Wie gesagt, ich habe nur den ersten Teil gespielt von Bayonetta. They'll find us. Aber ich glaube, Shan war tatsächlich die blonde Frau, auf die man traf, gegen die man erst gekämpft hat. Mit der man sich dann später angefreundet hat. Here, use this. Benutzt das hier. Sean, you're amazing. Bisher können wir halt nur laufen. Stop dallying. Okay, und springen tun wir automatisch. Springen und klettern. Danke für die nächste Plattform. Hurry up, Cereza, we don't have all night. Sean, wait! I can't run that fast. So, mit L einfach hinauf und hinunter klettern, okay. We're almost there. Hurry up! Ja, ich bin hier schon da. Sei doch nicht so drängelnd. What do you think you're doing? Oh no, they're onto us. Leave the guards to me. You hurry on ahead. Wait! John! I can't do this alone! Okay, wir sind jetzt aber auf uns allein gestellt. Du wirst das tun können müssen, Mädchen, und wir schaffen das auch. Ich glaube an dich. So ein schönes Outfit, was sie anhat. Das Spiel soll halt auch ganz anders sein als die bisherigen Bayonettas, merkt man ja auch schon. Just a little longer. Hold on, Mummy. Nicht nur grafisch, also nicht nur optisch, sondern halt auch von der Steuerung. Und vom Kampfsystem soll es komplett anders werden. Mami! Mummy?
Das sieht nicht gut aus. No, nehmt eure Krabbelhände weg. What is this? Don't come any closer. Ah! No! Ah! Who are you? Cereza, give you the power to save Mother. Power? Avalon Forest, the white wolf guide you. I'll go. I promise. That dream again. But the ending. It was a dream Cereza knew by heart, but this time something had changed. Cereza decided to consult her friend Cheshire. A strange boy appeared and told me something incredible. He said if I went to Avalon Forest, he'd give me a fantastic power. If we had that, rescuing Mummy would be a piece of cake. The Forbidden Forest. The oft-repeated warning from Cereza's teacher rung in her ears. Avalon Forest is home to fairies, creatures who love to whisk away children. Stay away. Cereza! Where are you, my dear? Cereza's teacher Morgana was standing by the door, her frown discernible even from a distance. Kapitel 1, die Prüfung bei Vollmond. Morganas Haus. Warum heißen Hexen immer Morgana? Auf jeden Fall. Speichern. Nutze mittels L die Laterne, die du auf der Reise findest, um deinen Fortschritt zu speichern. In bestimmten Stellen der Handlung speichert das Spiel automatisch. Achte auf dieses Zeichen unten rechts. Okay, danke. Hier kann ich speichern. L. Ein seltsamer Button zum Speichern, aber in Ordnung. Wähle einen Speicherstand, um zu speichern. Autospeicher nutzt einen eigenen Speicherstand, also verwende die restlichen nach Belieben. Wie unfassbar hübsch dieses Spiel ist. Und ich mag auch die Musik. Ich bin mir nicht sicher, ob die Musik laut genug ist. Aber die Stimmen waren halt so unfassbar laut, dass ich dachte, okay, wird schon alles passen. Die Effekte habe ich ein bisschen leiser gestellt. Machen wir doch die Sprache ein bisschen leiser. Dann stelle ich euch das Spiel insgesamt ein bisschen lauter, damit ihr die Musik auch hört. Moment. Ich wollte das ja eigentlich im Vorfeld schon gecheckt haben. Ja komm, so scheint es doch in Ordnung zu sein.
Okay, wir müssen also eine Prüfung bestehen und wir müssen in den Wald eindringen. Das Tor führt zur Stadt, in die ich gar nicht will. Okay, dann nicht. Ba, ba, bam, bam. Chores neglected and I find my apprentice enjoying her beauty sleep. I'm sorry. I just closed my eyes for a second. Cereza began making an excuse, but Morgana's scowl stopped her in her tracks. Yes, ma'am. I'll get to them right away. But despite her best intentions, Cereza's gaze drifted back towards Avalon Forest. This did not go unnoticed by Morgana. Oh. If I've told you once, Cereza, you must never enter that forest. With your current abilities, you would soon become a snack for one of the fairies who live there. Yes, Morgana. I know. Well then, stop your dreaming and finish those chores before moonrise, young lady. Ich muss gerade noch mal kurz die Lautstärke umstellen. All right. Water from the well. Coming right up. A simple yes will suffice, Cereza. Off you go. Das scheint jetzt in Ordnung zu Despite her sein. strict exterior, Cereza had grown attached to her teacher. Morgana had also been cast out of the village. She understood Cereza's pain, and her stern treatment came from a place of love. Hole Wasser beim Brunnen im Osten. Jetzt dürften wir doch hinbekommen. Nun aber... Cereza often reminded herself that these chores were all part of her training. Eager to please her master, she hurried off towards the well. Wenn ich den Weg finde, eile ich sehr gern zum Brunnen. Oh, was gibt's denn hier? Was für ein süßer kleiner Fisch. Ich hoffe, du wirst eines Tages groß und stark. Oder wir essen dich zu Abend. Auch eine Lösung. What's this? Ich frage mich, ob Morgana diese Laterne selbst ausgesucht hat. Scheint, als hätten wir einen ähnlichen Geschmack. Ich glaube, unsere Ziehmutter wird enttäuscht sein, wenn wir dann doch in den Wald abhauen. Also wir werden es ihr nicht recht machen können, vermute ich. Cereza kann viele Dinge mit Elle überprüfen, also versuche Elle an allem, was dir ins Auge sticht. Springt. Na, wie süß sie hochspringt. So würde ich da auch baumeln. Nur, dass ich schon erwachsen bin. Und trotzdem klein. Winzig klein. Fetching a pail of water. It may seem like a simple chore, but it requires a fine sense of control, making it perfect for Umbran training. Ich finde irgendwie süß, wie das Wasser da drin rumspringt. Ich will ihr Kleid haben. After laying eyes on the full bucket, Morgana gave a small nod of approval. Good. Now collect the herbs from the garden. Oh. At the thought of herbs, Cereza could not help but make a face. This is one job she wished could be forever stricken from her regimen. Do we have a problem? No, ma'am. Trying not to think about the task awaiting her, Cereza headed towards the herb garden.
The herbs in Morgana's garden were not your common basil or thyme. She grew infernal plants with an absolutely foul stench. They typically burrowed to avoid sunlight, but a little bit of magic made them pop right up. Und wie komme ich dorthin? Offenbar nicht hierhin, aber hier kann ich was untersuchen. Ach, der Ausblick von hier ist herrlich. Ich könnte ewig einfach nur hier herumstehen, aber dann gäb's Ärger. Wie sie hüpft aber auch. Ich weiß nicht, so kurze Beinchen und dann hüpfen. Er sieht eher wie hüpfen als wie rennen aus, aber irgendwie ist es süß. Okay, ich glaube, wir sind richtig. Hexenpuls. Der Hexenpuls ist eine elementare Umbra-Kunst, die Tanzbewegungen nutzt, um Ziele mit magischer Energie zu füllen. Schließt Hexenpuls lässt Pflanzen aus Inferno wachsen. Halte ZL gedrückt und neige L zur rechten Zeit in die richtige Richtung. Oh Gott. Okay, Rhythmus, Spiele. Wirklich. ZL. Dinner time! One helping of magic coming right up. Ah. Okay, jetzt habe ich das. Immer wenn es in diesem Kreis drin ist, muss ich in die Richtung Hurry on out! Good! drücken, in die der Kreis zeigt. Wenn der Hexenpuls Schwierigkeiten bereitet, kannst du auch einstellen, dass Cereza sich automatisch darum kümmert. Erstmal, kann man das später noch ändern? Ich würde es erstmal bei manuell lassen. Wenn du es dir anders überlegst, kannst du diese Einstellung jederzeit in den Optionen unter Spieleunterstützung Einstellungen ändern. Okay, das ist gut zu wissen. Just a bit more. There we go! Bisher finde ich das Spiel einfach nur hübsch, muss ich gestehen. Ah! Okay. Halte ZL gedrückt, um infernale Dornen zu beschwören, die Gegner fesseln können. Dies gelingt nur, wenn die Fesseln aufgeladen ist. Okay. No one told me they could do this. I've got to catch it quick. Wie süß. Cool. Okay, man muss sich auch mitbewegen, damit sie wirklich gefangen werden. Sie müssen immer in dem roten Bereich bleiben. Ja, ich hab's geschafft. Yay. Cereza was pleasantly surprised. She usually managed to make a mess with even this rudimentary magic. I can't wait to see the look on Morgana's face. Cereza hummed a happy tune while picking the herbs. As she bent down, she noticed a pretty flower growing amongst the weeds. Oh, those flowers would really bring out the color in Morgana's eyes. Am Ende sind sie giftig. Wir vergiften einfach unsere Lehrerin und sie Mutter. Oder es waren einfach ihre Lieblingsblumen. I wouldn't mind if it weren't for the smell. Und wir ziehen jetzt die Lieblingsblumen aus ihrem Garten raus. Ah, okay, das ist die Abkürzung. Hallo, ich habe Blumen mitgebracht. Und Kräuter. Cereza proudly gave the basket to Morgana. It was full. How about that, Morgana? Quite the harvest, wouldn't you say? Ich wollte das eben nicht wegdrücken, sorry. I also picked these violets. They're for you. I thought you might like them. Atop the herbs lay a small wreath. Morgana glanced down at it.
her expression unchanged, she spoke to Cereza in her usual tone. Do not expect praise for this sort of perfunctory performance. Oh, and Cereza, your hair today seems to have lost its sheen. Do not tell me that in addition to your outdoor tasks, you're also neglecting your hair. Nein, mein Haar, das wird noch No, wichtig. ma'am. It's next on my list. Remember, Cereza, hair is the most versatile tool of an Umbra witch. It can be shaped into our armor, weapons, and even used as a medium for summoning infernal demons. As blood flows through veins, magic flows through a witch's hair. Care for it as you would your most precious tool. And Außerdem, defend it as you would your very heart. außerdem kann sie echt sexy Kleidung um dich herum formen. Haben wir auch schon gelernt in Bayonetta 1. Understood. I'll make sure to finish up before training starts tonight. Es ist für mich echt schwer. Good. Now get back to your chores. The shadows grew long. The moon will soon rise. Es ist für mich echt schwer, irgendwie einzuschätzen, wann ich reden kann. Das ist wieder ungewohnt, nachdem ich bei Harvest Tyler alles vorlesen musste. Dass es jetzt synchronisiert wird und ich dazwischen quatsche, wenn ich umblättere. Ich werde mich dran gewöhnen. With this, Morgana turned and walked back towards the house. Yes, ma'am. At times, Morgana's cold treatment got Cereza down. But she knew that Morgana cared for her and only wanted what was best for her. Making a quick recovery, Cereza resolved to finish her remaining chores in record time. In jener Nacht. Almost time for today's training. I'd better hurry, or I'm in for another lecture. Das Training findet nachts statt? Okay. Wo soll ich denn hin? In den Wald? Offenbar nicht. Es ist zu spät, um in die Stadt zu gehen. Ach, da oben wahrscheinlich, ne? Ist ja schon so auffällig rot beleuchtet. Speichern? Ja, wir überspeichern das mal. Auch das Speichermenü ist so liebevoll gemacht. Richtig schön. Cheshire, ja, du kommst mit. Okay, ich darf dich nicht mitnehmen. So, auf zum Training. Unser erstes Training. Und erwartet uns? With the household chores complete, it was time for Cereza's daily training in the dark arts. Today she was finally going to get a chance to attempt a spell she had been practicing for weeks, summoning an infernal demon. For today's training, I will give you a little help. Before even learning what it did, Cereza was captivated by the intricate brace. Cereza scheint This auch is a tool for those who have yet to master the flow of magic. glänzende Dinge zu stehen, so wie ich. Mann, da kommt noch dazu, dass nicht immer der ganze Text angezeigt wird. Dieser Angriff hilft Unerfahrenen, den Magiefluss zu kontrollieren. Okay. Ich will auch so einen, das sieht voll stylisch aus. Furthermore, we train under the full moon of the bisextile night, when the dark energy we Umbra harness is at its zenith. Are you listening, young lady? You seem determined today. Perhaps I should let you nap more often. Yes, ma'am. Cereza's spirits were high. She was determined to succeed. Was passiert denn, wenn es fehlschlägt, die Dämonenbeschwörung? Sind wir dann Besesehner? Bataiva Tozu!
Auf jeden Fall sehen wir stylisch dabei aus. Step by step, Cereza flawlessly performed the summoning dance until this looked like trouble. Unless bound by hair, there would be no way to control the demon. The demon turned to ash mere inches from Cereza. Without a proper medium, demons will soon die in our world. We are finished for today. Let me try again. Please. Morgana turned and walked away, ignoring her pupil's desperate plea. Was habe ich denn falsch gemacht? No. Ist ja nicht so gemein. What kind of witch fears her own summoned familiar? I was foolish to think you were ready for this training. Das Ding hat mich angegriffen. Natürlich hatte ich Angst. Morgana told Cereza to put away the magic brace before heading back to the house. Long after Morgana was gone, Cereza sat moping in the garden. Out of habit, she shared her troubles with Cheshire. Forget returning to the village and saving Mummy. At this rate, I'll never even become a witch. All of a sudden, the words from the boy in her dream echoed in her ears. Cereza, give you the power to save Mother. Avalon Forest, the white wolf guide you. Avalon Forest. Cereza's eyes wandered back to the forest. Morgana's repeated warnings left little room for ambiguity, and Morgana is always dangerous this and stay away that. How could a dank old forest be that scary a place anyway? adults do often exaggerate to keep kids in their place. This thought got Cereza's blood boiling. Grievances started bubbling up. Nothing I do is ever good enough for her. Did you see those herbs? Flawless! As she blew off steam to Cheshire, she noticed Morgana's brace shining in the moonlight. What are you saying, Cheshire? Take the brace and sneak into the forest? Morgana would give us a right smack on the bottom. Although, with the moon shining brightly, it was the ideal chance for a little surreptitious forest excursion. I mean, if I just had another chance to get the hang of it, I could have gotten that demon totally under wraps. With a demon by her side, eviscerating a fairy or two would be child's play. That's it! I'm going to that forest! And when I come back with that fantastic power, Morgana will take back everything she said about me not being ready. Let's go, Cheshire. Next stop, Avalon! So sieht's aus. Wir werden Morgana sowas von beeindrucken, indem wir den Feen den Arsch versohlen. Nichts wird uns aufhalten. Da kann doch gar nichts schief gehen. Was soll denn da auch schief gehen? Wir sind ja immerhin eine sehr mächtige Hexe. Und alle werden noch vor uns erzittern. Cereza shivered at the thought of what lay ahead. But curiosity got the better of her. Curiosity killed the cat, ja. Schön, dass wir eine Kuschelkatze dabei haben. Da passt das Sprichwort umso mehr. Ups. Oh, was soll schon schief gehen?
Nein, wir treten allem, was uns in den Weg kommt, in den Hintern. Let's go, Cheshire. Aber ich glaube, unsere Lehrerin wird nicht entzückt sein. Und wahrscheinlich wird sie uns suchen kommen. Das heißt, wir werden uns auch beeilen müssen, diese Kraft zu finden. And so Cereza threw caution and her teacher's warnings to the wind and set out towards Avalon Forest. Little did she know that what lay waiting in those dark woods would change her fate forever. Kapitel 2, die Reise ins Unbekannte. Und ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir für heute die Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich bin sehr gespannt, was uns noch weiteres erwartet. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bye, bye. Oder vielleicht Hex, Hex.